Vor ein paar Monaten habe ich meine 3 Freunde die schwierigsten Geometry Dash Level ranken lassen und dabei hatten sie absolut keine Ahnung, was in diesem Spiel überhaupt passiert. Ich habe wieder 10 Level vorbereitet, alle aus der Demon List, also den Top 150 schwierigsten Leveln im gesamten Spiel. Doch diesmal habe ich heimlich einen kleinen Prank eingebaut. Ein Level in der Liste gehört gar nicht in die Top 150, sondern nur in die Top 400. Und mal sehen, ob sie darauf reinfallen werden. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich gebe euch 10 Level vor. Ihr seht hier die Platzierungen und ihr bewertet wieder von 1 bis 10 das Design von dem Level. Ich würde 0 Scapes auf die 80 packen. Ich gebe euch natürlich wieder das allererste Level vor, die Nummer 70. Und ihr müsst halt diesmal herausfinden, welches Level denn das Prank-Level ist. Hört sich gut an. Bei unserer Expertise soll das kein Problem sein. Wir fangen mit den allerersten Level an. Und zwar trägt das den Namen Vibrant UFO. Wie der Name schon verrät, ein reines UFO-Only-Level und glaubt mir, das Gameplay ist deutlich schwieriger, als es aussieht. Innerhalb des Levels gibt es unpredictable Click-Patterns und komische Wege, die man sich erst einprägen muss. Das Level ist eine Hommage an den Elder-Mod Vibrant und seinen Lieblings-Game-Mode, das UFO. Ihr seht, das UFO wird hier auf jeden Fall gut benutzt. Ich habe ganz vergessen, dass es in Geometry ein UFO gibt. Und dieses Level befindet sich auf Platz 70. Das ist das Level, was ich euch vorgegeben habe. Was fällt euch so bisher auf? Epilepsie. Epilepsie sehr bunt. Ja, man muss sich auch vieles merken, ne? Wo man lang muss. An der einen Stelle war das so ein bisschen verpixelt. War das gewollt oder war das durch den Stream? Das hast du richtig gesehen, das ist ein Effekt. Kannst ein paar Effekte in Geometry Dash mittlerweile machen, wo das so verpixelt ist. Ja, das war Vibrant UFO, Freunde. Platz 70. Aber kurz noch Natürlich Frage beim für letzten Mal mich. die übelsten Banger. Ja. Diesmal starten wir gemäßigt rein. Letztes Mal sind wir mit Abyss of Darkness gestartet. Also was gibt ja denn Vibrant UFO so zum Design? Oder 6 bis 7 von 10? Dürfen wir halbe Punkte geben? Ja. So 6,5? 6,5? Da würde ich Okay. mal 6,5 geben. Da ich schon wieder Epilepsieanfall kriege, würde ich den ganzen 3,5 geben. Okay. Ich bleibe meiner Linie treu, damit kann ich nichts anfangen. Und ich würde dem Design eine 4 geben. Es ist nicht besonders. Es gibt da andere, die viel mehr auffallen und viel besser gemacht sind, meiner Meinung nach. Okay, damit stehen die Designs. Ich wollte ein bisschen chillig diesmal starten, damit ihr es ein bisschen einschätzen könnt. Dafür haben wir aber ziemlich viele andere Level, die viel zu crazy sind. Die wollte ich euch jetzt nicht direkt am Anfang geben. Und ich gebe euch mal ein cooles Level. Wisst ihr was? Wir starten mit Menace. Das klingt schon mal wie Top 10 oder Top 20. Menace ist ein Gimmick-basiertes Extreme Demon, das den neuen Swingcopter benutzt und bis an seine Grenzen ausreizt, und zwar im XXL-Format. Das Level ist vollgepackt mit tricky Timings, unorthodoxen Gameplay und Momenten, die man beim ersten Mal einfach nicht versteht. Aber das Besondere ist nicht nur das Gameplay. Der Ersteller hat in Menace eine persönliche Frage verarbeitet. Was passiert, wenn ich meine Moral loslasse? Wer werde ich dann? Und dazu gibt es ein eigenes Gedicht, das mitten im Level auftaucht. Ein Level, das nicht nur mechanisch, sondern auch thematisch ziemlich cool ist. Also du sagst Top 10, ja? Na, nicht Top 10, aber so Top 20, weil ich habe gerade wieder auf die Liste gesehen, dass wir keine Top 10 Level wirklich haben, sondern nur so Top 20. Ja, irgendwie, ich erwarte viel Rot und epilepsieerregende Wave-Parts. Das beschreibt genau das, was ich gerade im Kopf hatte. Ich kann euch sagen, dieses Level ist auf jeden Fall ein Gimmick-Level. Ist das eine Geschichte zu der Figur im Hintergrund? Keine Ahnung. Also das Gimmick werdet ihr auf jeden Fall erkennen. Würde ich mal von ausgehen. Würdest du sagen, das ist eins deiner Lieblingslevel? Ja, würde ich sagen. Wenn ihr das wieder von Nice Games ableiten wollt. Das war das Ziel. Das Gimmick des Levels, Freunde. So, sieht man einfach jetzt den Weg da nicht, den man gehen muss, oder? Ich sag mal gleich was dazu. Schickes Level. Also, das hier ist der Gimmick-Part. Und ihr seht, wir haben hier 2 Cubes in so einer Spirale. Und ihr müsst euch vorstellen, man muss mit dem Cube immer tappen, sodass man in diesem weißen äußeren Ring hier bleibt. Ansonsten stirbt man. Ihr müsst euch vorstellen, dazwischen sind Spikes. Und das gleiche mit dem Fliegen hier. Würdest du sagen, das Gimmick ist der schwerste Part der Map? Ich habe es mir bestätigen lassen von Leuten. Nein. Aber es ist schwer. Hier kommt gleich noch ein weiteres Gimmick. Hier seht ihr diese Boxen, diese orangenen. Ihr müsst euch in diesen Boxen weiterhin befinden. Ansonsten klippt ihr raus aus dem Block und sterbt. Also ihr könnt dann da nicht mehr rein. Ihr müsst da so halb drin sein. Seht ihr das? Das muss man da machen. Ein unorthodoxer Straight Fly. Ja. Das ist ein bisschen weird. Der schwierigste Part ist der Swingcopter. Der sieht auch brutal precise aus. Ja, Ja. grauenhaft.
Also ich würde auf jeden Fall denken, dass es der schwereren ist, weil alleine bei dem ersten UFO-Part, da gab es so ein paar Jumps, wo ich mir dachte, wait a moment, die sehen schon sehr precise aus und sehr schwer. Also ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall unter 20. Unter 20. Jetzt erstmal konservativ auf die 24 Ich gepackt. würde es auf die 18 packen. Ich würde mal Larissa auf die 18 gehen. Also wir können ja eh später noch umändern. Ihr dürft so. jederzeit Genau. umwechseln, genau. Ihr packt das Ganze auf die 18, ja? Alles klar. Optisch, ja, irgendwie hat es mich jetzt nicht so ganz abgeholt. Ich würde mit einer 5 gehen. Ja, irgendwie hat mir der ganze Artstyle nicht so gefallen teilweise. Ich fand den Anfang sehr schön. Allein deswegen würde ich der Map schon mal eine 5 geben. Aber stark abgebaut leider, vom Design her. Das Gimmick, was du uns gezeigt hast, war auch wieder sehr flashy. Aber wirklich durchsehen tut man auch nicht. Deswegen würde ich bei einer 5 bleiben. Ja, also ich fand das Level eigentlich ganz gut. Dem würde ich eine 6 geben. Ich fand es sehr kreativ. Und den Gimmick-Part fand ich eigentlich auch sehr cool. Habe ich so noch nie gesehen. Ja, ich auch nicht. Ich würde wahrscheinlich auch so eine 8 geben, tatsächlich. Und wo würdest du es auf der linken Liste einordnen, wenn ich jetzt fragen dürfte? Das werde ich euch nicht beantworten. Wir machen weiter mit dem nächsten Level. Und Lars, da du ja so ein großer Fan von Limbo im letzten Ranking warst, weiß nicht, ob du dich Wollte daran ich auch erinnerst. gerade gleich nochmal darauf ansprechen, weil wir haben gerade Menace höher, also als ein schweres Level gepackt als Limbo damals. Und ich fand Limbo damals schon unglaublich schwierig. Limbo, but Uwu, I guess, I don't know. Dieses verrückte Memory-Level stammt von Akunakun, bekannt zum Beispiel durch Bubawamba. Und hier geht es richtig ab. Das Level ist bunt, chaotisch und vollgepackt mit kreativen Gimmicks. Am Anfang testet es nur dein Gedächtnis, doch dann eskaliert es komplett. Es folgen mehrere abgefahrene Gameplay-Parts und am Ende wartet ein absolut kranker Wave-Part, den ich so vorher noch nie gesehen habe. Das ist auch ein neueres Level, oder? Das ist schon etwas neuer, ja. Diese Links-Rechts-Mechanik die ist bestimmt auch nicht so alt. Genau, deswegen. Die ist ziemlich neu, ja. Also das Level hat sehr, sehr coole Parts. Aber zum Spielen, naja, ihr werdet selber sehen. So, erster Gimmick-Part. Was sagt ihr? Schön. What? Also ich sehe mal, wir sehen ja die Figur nicht mal. Ich spiele aber Pac-Man. Aber jetzt geht's erst ab. Ist jetzt ein Dual-Part, ja? Das ist ein Dual-Part. Beide Icons musst du navigieren. Ach du Scheiße. So Leute, ich hoffe, ihr macht euch bereit für den most gimmicky Part ever. Da geht's nämlich richtig ab. Passt mal auf. Das muss man so spielen, ja? Das musst du so spielen. Das ist ja wirklich Pac-Man und Crack. Wir zoomen raus, wir drehen uns. Man hat doch absolut keine Ahnung, wo man rauskommt, außer man weiß, wo man rauskommt. Du musst es lernen. Hast du denn das Level schon mal gespielt? Nein, Hölle, nein. Ich habe da keinen Bock drauf gehabt, das zu lernen. Und das hat schon mal wer geschafft, ja? Das haben schon Leute geschafft, ja. Okay. Hier auch sehr gimmicky, dass man halt am Rand ist, ne? Ist das nicht meistens so, dass man gefühlt nur eins von beiden achten muss, was andere quasi das gleiche macht? Ich habe es nicht selber gespielt, aber ich würde einschätzen, man muss mal switchen und auf beide achten. Mal so, Ja, mal es so. gibt sozusagen direktes Timing. Also manchmal musst du auf das achten und dann weißt du, wenn du das oft genug gespielt hast, dass du dann auf das andere achten musst und dann hin und her. Ja. Okay, also Limbo war schon ein komplettes Crackhead-Level. Packen wir das jetzt auf die 24 oder Willst du auf die 14 packen? auf die 14? Beim letzten Mal haben wir Limbo auch schon so hochgepackt. Ja, wir können ja erstmal schauen. Wir können es ja am Ende noch ändern. Ja, natürlich. Ich wäre für die deswegen würde ich erstmal 42. Weil ich glaube, also dieser Gimmick-Part, ja, der ist richtig Arschritze. Also ich glaube, das Level ist Arschritze, aber halt nicht so schwer irgendwo. Weißt du, was ich meine? Kannst du mir das mal eigentlich erklären? Also muss man auch noch richtig drücken und dann muss man da wirklich Wege gehen. Das würde mich mal interessieren. Du musst richtig klicken. Aber es gibt ja jetzt keine Entscheidung, dass du treffen musst, dass du Weg A oder Weg B gehst. Nee, das ist immer vorgegeben hier. Also ich habe jetzt hier die 14 gehört und die 42. Ich sag, Und das ist die 80. 80, okay. Ich würde auch fast bringen, ich glaube, es ist nicht so schwer. Ja, aber von mir aus können wir erstmal mit der 80 gehen. Ich glaube, das werden die ersten drei nochmal nachher wild rumschieben. Der Name, den finde ich gut, weil sonst sind immer alle so wie, irgendwelche bedeutungsschwangeren Sachen wie Menace. Ja, Limbo, I guess. I don't know. So, was sagt er denn zum Design? Ich würde mal anfangen. Ich würde dem Ganzen einen 9 geben. Ich fand es sehr cool. Mhm. Hier würde ich sogar ausblenden, dass das meine Augen zerstört, weil ich diesen Gimmick-Part unglaublich gut fand und auch unglaublich gut umgesetzt. Mhm. Ich würde mal nachgehen. Mir war die Visibility zu klein, aber sonst war das cool. Genau, deswegen gibt es dann die 1 Punkt weniger. Normalerweise gebe ich da 5 Punkte weniger für. Ich würde da designtechnisch auch mit der 8 gehen. Mhm. Warum? Ein bisschen Platz nach oben lassen. Okay. Das zu Limbo, but Uwu, I guess, I don't know. Was wünscht ihr euch denn als nächstes, wenn ich mal so fragen darf? Die 147 bitte. Ja, wollte ich auch sagen. 147. Viele super. Die Mal was 147. Leichtes fürs Kind jetzt. Okay, dann machen wir weiter mit Super Hate Me World.
Dieses Level ist ein Rework eines alten, fast schon legendären 1.9 Impossible Levels. Es wirkt langsam, komisch und extrem präzise. Und genau das ist der Punkt. Der Großteil der Schwierigkeit kommt aus frustrierenden Chip- und Ball-Parts, die absichtlich so gebaut wurden, dass man sie einfach hasst. Dieses Level soll unfair, demotivierend und komplett unspaßig sein. Super Hate Me World wurde also mit einem einzigen Ziel gebaut, damit du es wirklich, wirklich hasst. Es ist Slaughterhouse. Es ist vom selben Creator wie Slaughterhouse. Da liegst du schon mal richtig. Damit hätte man ja gar nicht rechnen können. Ich habe mich noch an die ganzen Levels erinnert. Ich habe keinen Plan mehr. Ja, eigentlich nur noch Slaughterhouse. Das ist nicht, was wir noch kennen. Slaughterhouse Version 2. Ich finde wirklich von der Atmosphäre ist es crazy. Richtig geil gemacht. Ein kurzes, knackiges Level für euch. Was ist euer erster Eindruck? Die Straight waren wieder komplett gottlos. Was ist das hier? Wie lange ist das? Hallo? Hört's doch auf. Hier hast du wieder so. Da muss man mashen, genau. Ein gutes Level, was man in Halloween spielen kann. Und guckt euch mal das hier an zum Schluss. Also, ich würde sagen, das war ganz offensichtlich der Prank. Ist easy. Das ist da machst du dir wieder Feinde in den Kommentaren, mein Lieber. Was sagt er zu Super Hate Me World? Ich würde 10 oder 14 sagen. Ich sag 14. Larissa, deine Meinung? Ich würde dann auch mit der 14 gehen. Ich habe damals Tidal Waves gesehen und das war 10 oder so schwer. Was sagt er denn zum Design? Ja, dann sag ich Ja, mal ich würde was anderes. eine 9 geben. Okay. Sehr viel Ah. Abwechslung vom Designtechnischen her und ich fand auch gut, dass da halt immer wieder mal was eingeblendet wurde. Also immer dieses Hate oder Lies oder was auch immer da stand. Ja, fand ich ganz cool gemacht. Ich mag ja rote Level eigentlich gar nicht, aber die Musik dazu war sehr chillig. Dass es halt geflickert hat, aber nicht nervig. Also das Level wurde nicht wirklich viel schwerer gemacht durch irgendwelche Effekte, sondern du hattest einfach coole Elemente eingebaut. Deswegen gebe ich dem Ganzen eine solide 7. Das war für mich schwierig. Also ich fand vom Design generell fand ich es gut, aber irgendwie hat es mich nicht so abgeholt. Deswegen würde ich wahrscheinlich noch eine 7 geben. Ich fand aber Was sehr war cool, schick? dass Lars das direkt erkannt hat, dass es so mit Slaughterhouse zusammenhängt. Sehr, sehr cool. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit einem coolen Gimmicky-Level. Und zwar Codependence. Codependence ist ein Two-Player-Mega-Collab, also ein Level, das eigentlich von 2 Spielern gleichzeitig gespielt werden soll. Aber in der Demon List zählt nur eine Solo-Completion und das macht dieses Level absurd schwer. Es ist extrem fast-paced, voll mit fiesen Choke-Points und allein fast schon unmenschlich. Kein Wunder, selbst Top-Spieler wie Zoink wollen dieses Ding nicht anfassen. Die Skill-Kombination, die man hier einfach braucht, ist zu einzigartig. 2 Inputs, ein Spieler und ein Level, das auf Solo praktisch komplett durchdreht. Die Player hassen sich auch wirklich selber, oder? Das kannst du mir nicht anders erzählen. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, Leertaste oben, Pfeiltaste nach oben, unten. Und das spielt ihr gleichzeitig. Das ist dann schon mal von einer Solo-Person, Ja, da hat wirklich mal einer das Level alleine geschafft. ja, mehrere sogar. Ihr müsst euch aber vorstellen, man kann das halt auch mit jemand anderen zocken. Dann ist das Ranking aber deutlich niedriger. Würdest du dieses Level spielen? Niemals. Warum nicht? Aber geht nicht von Ja, meinem okay, Skill aber- aus. Ich kann nichts in dem Game. Du hast Level Platz 1100 noch was geschafft. Also, Lars hat schon Probleme mit Back on Track, ne? Also, Das ist richtig. Das war Codependence. Was sagt ihr? Sehr schwer einzuschätzen. Also wenn man sich auf 2 Sachen gleichzeitig konzentrieren muss, finde ich es aber auch schon echt schwierig. Ich würde einfach mal sagen, das untere oder das obere eins davon spielst du und das andere merkst du dir. ja. Einfacher gesagt als getan. Genau. Merkt ihr einfach das untere komplett. Gesprochen wie Löwe, Lars, wirklich. Ja. Aber was sagt denn so euer Bauchgefühl? Ich weiß nicht, ob das für eine 10 reicht. Reicht das für eine 10? Naja, Also sagst du wieder 10, das ist wieder richtig. Und wir sagen dann so 138 oder sowas und dann ist es zum Schluss Ich habe 10. 24 gesagt. Ich hab's ja gesagt. Ich habe mich gefragt, ob es auch für die 10 reichen würde, aber ich bin mir da Klar, halt nicht sicher. gute Idee. Wir lassen einfach alles Larissa ranken und gehen einfach nur mit. Was sagst du denn? Larissa hat die richtige Welche Richtung. Zahl würdest du denn sagen? Der ist nur bei der 24 geblieben, bei der 10. Ich weiß halt nicht, ob. Da gehe ich mit, da gehe ich mit, 24 Länder. Also ich hätte jetzt 138 gesagt. Okay. Also ich hätte jetzt gesagt, das ist eine Art Memory-Level, wenn du es alleine spielst. Aber du hast halt nicht so ein krasses Gimmick wie bei anderen Memory-Level. Es kann natürlich sein, dass ich mich irre, dass der da ein drittes Auge auf der Stirn entwickelt und dann gleichzeitig so ein paar Knall Bomben einfach. Keine Ahnung, lass erstmal bei der 24 bleiben. Optisch eine 6. Ich fand, da war nicht viel. Also so sah für mich aus wie so das typische Geometry Dash Level. So, ja, war schön bunt und so, aber irgendwie jetzt, dass ich sagen würde, also, Eine 4. da war jetzt nicht so. Eine 6 meinte er. Eine 6. Stimmt, wir machen eine 5. Also
Du meinst ja gerade Standard Geometry Level, deswegen gebe ich auch eine 5. Aus demselben Grund. Sagt Larissa zu den Level? Für mich ist es eine 3. Ich fand es jetzt nicht besonders. Das sind die Designentscheidungen. Okay, dann machen wir weiter mit Rust. Rust ist ein Solo-Timing-based Extreme Demon. Das Gameplay ist stark von Carmel und Zorn Levels inspiriert. Viele komische, unangenehme Timings, die man erst verstehen muss, bevor man überhaupt ans Durchkommen denken kann. Dazu kommen jede Menge Double-Clicks und am Ende ein richtiger Stress-Test, bei dem man einfach nur die Nerven behalten muss. Wir haben hier sehr weirdes Gameplay, kann ich schon mal vorneweg sagen. Ja, ist mir sofort aufgefallen. Wie alt ist denn das Level? Das Level wurde vor 4 Jahren verified. Okay. Was sagt er so zum Gameplay? Wie könnt ihr das so einschätzen? Ich kann das gar nicht einschätzen. Meine persönliche Expertise sagt auch, ich habe da ein paar Sprünge gesehen, die waren ziemlich schwer, glaube ich. Ich würde mal sagen, ne? Deswegen würde ich den ganzen sagen, das ist eine gute 148 oder so. Also ich würde sagen, keine Ahnung. von 10 bis Prank ist alles möglich bei dem Level. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass bei diesen lila Pfeilen, wo er so gerade fliegt, da muss er immer genau in der Sekunde drücken, dass er dann den nächsten wieder erwischen kann quasi. Wollen wir es erstmal auf die 147 stecken und gucken, was passiert? Von mir aus, klar. Ist damit Ja, nichts damit anfangen können. Dann ist es auf der 147 erstmal. Was sagt er zum Aussehen? Ja, für mich ist es leider eine 0 von 10. Ich mochte das Level gar nicht. Oh, die erste 0 ist gefallen. Crazy. Es war überhaupt nicht meins. Das heißt, die anderen Level, die ich halt so niedrig bewertet habe, waren halt noch so okay, so Standard irgendwie auch, aber das fand ich gar nicht gut. Ich wäre bei einer 2. Ich fand es auch nicht so schön. Aber es hat eine Designidee gehabt, deswegen kriegst du trotzdem 2 Punkte. Eddie, gehst du mit den Hate weiter? 10 von 10 Best Level. Nee, also ich will jetzt auch nicht so haten, so, weil da hat auch jemand sich Mühe gegeben. So, also es sah ja jetzt nicht komplett Arsch aus. Er hat sich ja schon mit dem Design ja, also er hat ja ein Konzept gehabt, der hat es ja verfolgt, aber es ja aber eine 3, so, weißt du? Ihr seid auf jeden Fall ordentlich am Haten. 0 ist crazy. Was sagt er denn zu eurer Liste? Würdet ihr noch irgendwie was schon rumschieben? Nee, ich würde sagen, bisher haben wir alles richtig, deswegen brauchen wir auch nichts rumschieben. Ah, ist richtig. Korrekt, das hast du beim letzten Mal auch schon gesagt. Stell dir vor, wir hätten wirklich alles richtig und Robin denkt so, what the fuck, ja, what the fuck? Alles falsch. Der lacht sich die ganze Zeit ins Fäustchen. Nein, Larissa, die 70 Ich ist richtig. finde es schon sehr witzig. Wir machen weiter mit Able. Able ist ein Solo-Extreme-Demon von DNIT und viele sehen es als sein bisher bestes Werk. Das Level ist voll mit verrückten Effekten, gesplitteten Bildschirmen, Perspektivenwechsel, Frame-by-Frame-Animationen und ikonischen Double-Icon-Parts, für die DNIT bekannt ist. Besonders stechen die Wave-Abschnitte heraus, in denen sich die Strukturen oben und unten gegeneinander bewegen. Das sieht nicht nur absolut krank aus, es spielt sich auch extrem stressig. Visuell ist Able ein echtes Highlight, eines der beeindruckendsten Effektlevels der letzten Zeit. Bis jetzt würde ich sagen, ist das Prank-Level. Oh Gott. Also du hast hier heute auf jeden Fall eine Menge spezielle Level rausgesucht. Muss man auf jeden Fall die lassen. Das ist die Gimmick-Liste. Ich wollte euch coole Level zeigen. Ist ja wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Hui. Also dieser Endpart, der hittet halt nochmal anders, wa? Aber ob das wirklich schwer ist, weiß ich nicht. Ich gehe auf jeden Fall, dass es das Prank-Level ist. Du gehst auf das Prank-Level, Glaub okay? ich, jeder mit. Lars geht da mit. Geht auch mit. Okay, ihr seid euch alle ziemlich einig, dass Able das Prank-Level ist, okay? Aber ich glaube auch, der Wave-Part war nicht so schwer. Ich glaube, es ist einfach immer nur, du machst halt so gleichmäßig und immer, wenn so ein Objekt kommt, machst du mal kurz, quasi lässt du einen aus. Also ich würde hier eine 4 geben. Der Anfang war sehr schön. Vor allem, ich fand dieses Gaming cool mit diesen vielen, die hintereinander, so eine kleine, weißt du, so, das fand ich am Anfang ganz cool. Das ist super cool. Aber zum Ende war es mir viel zu viel Epilepsie und das hat mir gar nicht gefallen. Wirklich. Hier mit den 4 mit. Selbe Erklärung. Ich sag eine 3. Eine 3. Dann machen wir weiter mit den nächsten. Anathema ist das große Finale der Dedication Series, bestehend aus Dedication, Allegiance, Revenant und eben Anathema. Dieses Level ist extrem lang, extrem schnell und voll mit richtig harten Timings, die gegen Ende immer schwerer werden. Visuell ist es deutlich ambitionierter als seine Vorgänger. Viele Parts sind voller Details und kräftiger Regenbogenfarben, die das Level extrem beeindruckend gestalten. Anathema ist nichts für schwache Nerven. Erzählt mal, was sagt er? Was sind eure ersten Eindrücke so nebenbei? Ist sehr cool vom Design, muss ich sagen. Ein bisschen die Farben führen mir so ein bisschen den Weg, was ganz cool gemacht ist. Also ich würde aktuell sagen, das leichteste von denen, die wir noch nicht gemacht haben. Okay, dann haben wir nochmal einen Dual-Part zum Schluss. Straight Flies, for good measure. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass zum Ende immer schwerer wurde. Also am Anfang sah noch relativ leicht aus. Und das Ende sieht ja schon wieder ein bisschen härter aus. Ja, und das ist auch ziemlich lang. Wie so ein Brocken, ne? Also ich würde jetzt sagen, zu dem Level ganz eindeutig, der Endpart, also es wurde immer schwerer. Der Endpart war bisher das Schwerste, was wir gesehen haben. Dann müssen wir mal in die Recherche gehen. Ich glaube, da musst du wirklich nochmal reingucken. Muss mal kurz die Abspielrate auf 0,5 stellen, damit ich was sehe.
Also ich sag, das ist die 10. Straight up. Ja, ich gehe mit der 10. Ist schwer einzuschätzen. Das ist der Sinn der Sache. Ja? Ich gehe straight up mit der 10. Ja, wir gehen einfach mal mit der 10. Und ich sag, das wurde auch schon mal höher eingerankt. Aber das ist bestimmt gedroppt. Lars, fang mal an mit deiner Bewertung. Ich bin gespannt. 9,5. Ich fand's sehr geil. Ich fand die Optik super. Sehr viele kleine Gimmicks. Das Level sehr stimmig gemacht haben. Was sagt Larissa zu dem Level? Für mich ist das eine 7,5. Okay, woran lag's? Ist mir halt zu vollgepackt. Eddie. Ich bin auch witzigerweise bei einer 8 mit der gleichen Erklärung wie Larissa. Ihr müsst euch das Level mal auf 0,5 anschauen. Ja, und ist das ist auch immer so das Problem. Ne? Die reißt sich den Arsch auf, um das schön zu machen und dann rappelt du dann mit einer Geschwindigkeit durch dieses Level durch, dass er sich gar nicht alles sehen kann. Wir machen weiter mit einem kompletten Solo-Level. Das heißt, es ist wirklich eine Person, die hat das Level gebaut, designt und geschafft. Kiyuki ist ein vollständiges Solo-Level von Dimitio, komplett allein gebaut und auch von ihm selbst verifiziert. Gameplay-technisch geht's hier auch richtig zur Sache. Ultraschnelle Wechsel zwischen Game-Modes und dazu extrem enge Timings und anspruchsvolle Click-Patterns. Kiyuki gilt als eines der stärksten Solo-Projekte in der Extreme Demon-Szene. Ein Level, das man so schnell nicht vergisst. Visuell, spielerisch und auch musikalisch. Das ist schon mal safe nicht der Prank. Mir auch wieder sehr, sehr schnelles Gameplay. Findest du? Ich finde es so angenehm. Das ist ja ziemlich langsam und Man muss sich ja da auch immer den Song anpassen, ne? Es geht ja auch schon ordentlich ab. weil man könnte auch einfach einen anderen Song wählen. Wenn ich sowas sehe, stelle ich mir eigentlich immer die Frage, was ist eigentlich die Lore von Geometry? Das heute der Lore. Wir haben mit Stereo Madness angefangen und sind hier jetzt gelandet. Das ist die Lore. Ich fand auch diese random Rose da, dieser rechts kam, die hatte irgendwas, ne? Die Rose. Danke für die Rose. Danke für die Rose. Die Rose, danke für die Rose. Also ich hätte jetzt vom Schwierigkeitsgrad oder die ersten 4 gepackt. Also er hat die Map ja auch selber geschafft, hatte Robin ja auch schon gesagt. Mhm. Muss ja dann schon ein sehr guter Spieler sein. Ich würde jetzt so auf die 14 packen und dann alles darunter so runter. Oder vielleicht sogar auf die 10. Ich gehe nochmal ganz kurz in die Recherche und schaue mir nochmal Super Hate World an. Können wir ja später machen. Also ich glaube, Super Hate News könnte auch sein, dass wir es zu hoch geplaced haben. Mhm. Larissa, was sagst du denn dazu? Also ich hätte das eventuell auf die 18 gepackt. Und ich würde das andere dann eins weiter runterschieben. Erstmal machen, ja. Eddie, fang mal an. Ja, ich gebe eine 7. Das war mir wieder zu viel. Ich mag das nicht, wenn das so... Hater. Nee, ich bin kein Hater. Ich mag es aber nicht, wenn das so vollgestopft ist. Dass die denken sich manchmal so, okay, da ist noch ein Fleck, wo nichts ist. Da muss jetzt was hin. Ich würde dem Ganzen eine 7,5 geben. Ich habe es ja auch auf 0,5 geschaut, was sehr gut ist bei den Leveln, muss ich nochmal hervorheben. Es gibt ein paar Elemente, die sahen echt gut aus. Ja, Vom Design her nicht, also es ist halt nicht über eine bestimmte Schwelle rübergegangen. Du hattest nichts Extravagantes. Es hatte sein Thema, sag ich mal. Das hat's getroffen und dabei ist es auch geblieben. Ich würde das eine 8 geben. Also ich fand das jetzt nicht so vollgestopft, wie Eddie meinte. Da fand ich das andere ist schon viel schlimmer. Und ich fand die Effekte sehr passend. Okay, dann bleibt ja nur noch ein Level übrig. Feuerwerk. Was erwartet ihr? Epilepsie. Firework ist ein Mega-Collab Extreme Demon von Cherry Team, eines der ambitioniertesten Projekte in ganz Geometry Dash. Visuell erwartet euch ein ikonisches Grayscale-Level mit einem starken Song und beeindruckenden Effekten, die perfekt miteinander harmonieren. Gameplay-technisch wird's dann wieder richtig ernst. Praktisch jeder Klick ist ein extremer Timing-Check. Firework verbindet Ästhetik und brutalen Schwierigkeitsgrad auf eine Art, die man nicht so schnell vergisst. Aber eins ist sicher, das hier ist nichts für zwischendurch. Passt zu meinen Icons, oder? Ja. Sogar sehr. Ihr seht auf jeden Fall, Timings sind am Start. Das Level hat auch einen kleinen Gimmick-Part, zu denen kommen wir gleich. Also ihr seht, hier fliegt man durch, darf aber nicht die Orbs zwischendurch benutzen, die halt auch eine gewisse Hitbox haben, ne? Wenn sie keine Hitbox hätten, wäre es nicht so schwer, ne? Ja, und das Level hat mit Abstand den hässlichsten Endscreen, den ich je gesehen habe. Was sagt er denn? So Firework. Eine solide 138, da kommt's gut hin. Ja. Ja. Das ist piss easy, sagt er. Ja, piss easy ist ja nicht Vor allem in 3 Jahren kannst du das auch. Robin, just log the fuck in. Ich log mich ein. Sieht's mit Firework aus, das habt ihr ja jetzt platziert. Der Endscreen, der gibt dir auf jeden Fall 0,5 weniger. Ja, finde Der ich gut. Songtitel, der gibt dir auch nochmal 0,5 weniger. Ich gebe dem Ganzen eine ganz super solide 4,5. 4,5, okay. Für mich ist es eine solide 4. Mhm. Ich würde eine 4,25 geben. 4,25. Ja, ich würde mich in dem Das ist Schluss ein Okay.
Genau in der Mitte von beiden. Okay. Ich werde euch jetzt sagen, wie viele ihr bereits richtig habt. Warte, können wir nochmal vorher diskutieren drüber? Also, das Ach so, ist ja. ja jetzt, wie viel wir richtig haben, ist ja auch schon wichtig. Nun, das wird ja eigentlich nur einmal machen. Deswegen sollten wir jetzt nochmal über die Liste kurz drüber gehen. Also, das Problem ist erstmal, guck mal, Rust, ne, wie ich gesagt habe, kann von 10 bis Prank alles sein. Bei Nullscapes hattest du damals auch eine Mechanik, da hat man also lange genug drüber gesprochen, die es sonst nicht gibt. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit auch bei Code Dependence, ist das jetzt ein Prank oder ist es jetzt eine 14? Ist das wieder so ein Ding, es gibt Leute mit 3 Augen, die können das dann, oder ist es ein Prank? Also, ich glaube, die Super Hate Me World haben wir zu hoch eingeratet. Ich glaube, die ist nicht so schwer. Also du sagst zwar Super Happy World zu hoch, ja, gut sein, aber Kyuki würde ich trotzdem auf 18 lassen. Controversial Take könnte aber klappen, dass wir einfach Rust mit Super Hate Me World tauschen, so, weißt du, was ich meine? Bei Super Happy World. Der Song ist wirklich so entspannt für das, was die Map dir eigentlich zeigt. Und wegen dem Roten denke ich mir sofort, ja, die Map ist mega anstrengend, aber ist sie, glaube ich, gar nicht, oder? Es ist halt im Vergleich zu allen anderen Maps, die wir gesehen haben, super langsam. Also guck mal, du hast auch so UFO-Parts, wo du ja legit einfach nur mashen musst. Ich glaube, der hat hier so ein schön rotes Level rausgesucht, so, weißt du, mit AC-Fazit so quasi schön zu irritieren und dann noch um Slaughterhouse machen. und wollte uns jetzt hier so reinbaiten. Aber da macht er nicht mit. Ja, das ist eine 147 und ich glaube, da stimme ich dir zu. Ich würde nicht auf die 147 packen, sondern eher so unter den 40 oder 80, aber nicht niedriger. Kannst du dann in deinem eigenen Ranking machen. Also, Ja. Codependence. Code Depends auf 14 und dann. Mach das mal hoch, ja. Mach. Und dann Rust, Ja. denke ich, hier hin, oder was? Also ich finde die gut so. Können wir mal über Firework und Abel reden? Ist Firework jetzt der Prank oder Abel? Abel ist safe der Prank. Ja. Ich habe noch nie einen offensichtlicheren Prank gesehen als Abel. Und ich sehe Meinst du? gleich schon wieder sagen, und dann kommt mir Robin an, Abel ist aber die 10. Sag ich, nein, shut the fuck up, Abel ist nicht die 10. Machen wir danach nochmal eine eigene Liste? Ihr macht Oder danach jetzt nochmal eine eigene Liste. Also ihr schiebt jetzt zusammen, dann sage ich, wie viel richtig ist und dann macht ihr alle 3 eine eigene einzelne Liste, wo ihr machen könnt, was ihr wollt. Habe ich Firework runtergeladen? Ich gucke noch ganz kurz Firework, okay? Ich mache jetzt Firework, Ruhe jetzt. Wir spielen jetzt einfach. Geht jetzt einfach rein in Practice Tool. Nee, ist okay, Firework kann auf dem schwereren bleiben. Dann zähle ich mal durch, wie viel ihr richtig habt. Was denkt ihr, wie viel habt ihr richtig? Ich sag 7. Ich sag Ich sag 7. 6 oder 7 auch richtig. Also 7 Also ich sag, Yuki ist in der richtigen Richtung, Abel ist richtig, Anathema ist richtig, Super Happy World ist richtig, UFO ist richtig. Das ist schon mal 5 oder 6 garantiert, also sage ich, wir haben 6 oder 7, ja. Okay, Leute, ich bin echt stolz auf euch, denn ihr habt 6 Level richtig. crazy. Wollen wir das so machen, dass wir, Ja, natürlich. Ja. Wir werden alle noch geheim abstimmen, ne? Genau. Ja, genau. Ich sag nur, ich nehme Nice Games jetzt hier als Referenz und werde damit hoffentlich die 10 out of 10 snipen. Ich habe die Listen fertig. Ja, Wir sind uns bei Limbo gar nicht einig, wie ich sehe. also irgendwie hapert es bei Limbo. Limbo wollte ich nicht mehr anfassen. Limbo war mir zu komisch. Also, erstmal bin sehr, sehr stolz auf euch alle. Ihr habt euch sehr, sehr gut geschlagen. Prank-Level. Da brauche ich gar nichts ändern. Das habt ihr alle richtig. Das ist Able. Let's go, guys. Ich hab gesagt, das ist easy. Das ist halt so ein Level, das wirkt auf den ersten Blick erstmal so, okay, what the fuck, was geht hier ab mit diesem Wave-Gameplay, ne? Aber letzten Endes ist es halt doch nicht so schwer. Wir machen weiter mit der 147. Und da kriegen 2 Leute von euch einen Punkt. Und zwar Lars und Larissa. Alter. Es ist Das hättest du super. nicht rumholen dürfen. Das ist Super Hate Me World. Eddie hat geschoben. Dass wir das am Anfang so hoch hatten, war crazy. Also das auf Ja. 5, deutlich sind wir jetzt ja. Also das fällt fast aus der Liste raus und ihr hattet das so weit oben, aber ihr habt euch gut gerettet. Ja, aber Super Hate Me World ist wirklich, Straight Play ist easy, Leute. Glück habe, ist Firework noch richtig. Das nächste Level, was denkt ihr denn, was kommt da? Also laut Kein eurer Liste, Plan. Rust oder Firework? Als ich meine Liste neu sortiert habe, ist ein Platz noch offen geblieben, den ich nicht belegen konnte. Und das war die 138 und ich hatte noch 1 noch übrig. Deswegen habe ich da Rust reingeknallt. Einer von beiden ist richtig. Larissa hat Firework auf 138 und das, meine lieben Freunde, ist deutlich schwerer nach genauer Inspektion. Deswegen kann das nicht auf der 138 sein. Es ist Rust. Ja, okay. Das war der einzige Spot, den ich nicht sicher war. Nicht schlecht, Lars, nicht schlecht. Beim nächsten Mal so 5 gebannt. Super gemacht, Lars. Für Larissa leider falsch. Deshalb ist auch ihre 80 falsch und Eddie seine auch. Zum Glück haben wir Lars im Call, der hat Limbo richtig platziert. Hi. So. Es geht weiter mit der linken Seite, die auch sehr interessant geworden ist. Mal gucken, ob es Lars richtig hat. Müsste die 42 oder 24 sein. Oder so. Es ist tatsächlich Codependence. Das ist richtig an der Stelle. Let's go! Ja, also Solo-Playthrough ist da von Codependence wirklich bockschwer. Auf der 24 haben wir zur Auswahl Menace, Firework
und Kyuki. Alles noch drin. Ich hatte irgendwie ein Gefühl, dass Menace viel schwieriger ist. Okay, ich kann sagen, einer von euch hat's richtig. Na Mensch. Firework, das Level ist extrem tight. Also die Blöcke bewegen sich zueinander. Du hast keinen Space in dieser Map. Die ganze Map ist gefühlt perfekt. Das ist übel schwer. Hast du richtig Firework. Das hast du richtig entdeckt. Da war ich mir aber auch, also da bin ich einfach an meinem Glauben festgehalten, dass Kyuki weiterhin auf der 18 bleibt. Ansonsten hätte ich das auch damit vielleicht sogar noch geswitcht. Das ist halt die Frage, ob Lars es real machen kann. 2 von euch kriegen einen Punkt. Es ist Kyuki. Strong. Also hätte auch die 24 sein können, aber. So ein Punkt ist für mich noch drin, würde ich sagen. Also, jetzt ist die Frage, ob Anathema oder Menace schwerer ist. Also Menace 14, habe ich ja vorhin gecallt. Nice Games. In der Map gibt es mehrere Sprünge, die es auch in Nice Games gibt. Und Nice Games ist die 2 oder die 1 oder sowas. Auf jeden Fall bockschwer. Die Sprünge sind alle zum Schluss. Aber der Anfang von Menace, der ist einfacher als 14, sage ich. Im Prinzip, Lars, alles richtig. Let's go! Nintendo. Let's go! Hast du geschummelt? Wenn er auf der kriegt 50 € Gutschein. Dann hat Thema aber das Schwerste. Das hat man auch gesehen. War das mal ein Top 1? Nee, Anathema wurde initial geplaced, sieht man ja hier immer, auf 6. Dann auf 4, war kurze Zeit auf 3, dann kam Bubawamba und so. Ich bin sehr zufrieden. Ja, solltest du auch. Du hast alles richtig. Sehr, sehr nice gemacht, Leute.